Also jetzt sind wir heute mal wieder in Heiligenhafen. Wir sind auf einem sehr geilen Schiff jetzt gelandet. Und zwar der Sirius 35 DS, die haben wir ja jetzt schon an Pfingsten gesegelt. Und unser Plan ist es, über 2 kleine Zwischenstopps in Großen Brode und im Salzhafen nach Pöhl zu segeln und uns dort die Insel Pöhl anzuschauen, um danach wieder weiter zurück nach Heiligenhafen zu fahren. An der letzten Tonne, Heiligenhafen 1, geht es dann raus. Dann lassen wir die Heiligenhafen Tonne Ost als Kardinaltonne im Backbord liegen und fahren dann zu unserem guten alten Fehmarnsund hoch und können dort an der Tonne 1 die nehmen wir auch an Steuerbord und fahren dann ins Fahrwasser. Ich denke, vom Wind ist es Südwest. Das müsste gut passen, dass wir da eigentlich, es hat bis 20 Knoten, bis 25 Knoten Böen und so ein Mittelwind von 15 Knoten, dass wir da mit der Selbstwendefock arbeiten und mit einem zweiten Reff oder sowas ganz gechillter durch den Fehmarnsund durchfahren. Fahren die Küste runter und gehen nach Großen Brode rein. Da müssen wir wirklich alle dran denken, dass es eine zerstörte Mole gibt. Es gibt eine Kardinaltonne Süd und die begrenzt das Ende von der Mole, die eben noch da ist, und da darf man nicht drauf fahren. Und da müssen wir einmal im Süden drumherum und dann kennen wir ja dieses schlanke Fahrwasser, um dann reinzufahren, und dann fahren wir in den Südwesten an die Stelle vom letzten Mal und schieben dann den Anker auf 2 Meter Höhe. Genau, nachdem das Manöver dann besprochen war, haben wir noch einmal Wasser eingefüllt und die Tanks voll gemacht und sind dann eben auch schon los in Richtung Großen Brode, um dort in der Bucht zu ankern. Also mal wieder ein Anlauf durch den Fehmarnsund. Auf jeden Fall klappt es auch gut, das Segeln. Und die Sirius macht es richtig gut. Wir hatten vorher ein bisschen mehr Wind, jetzt ist er abgeflaut. Vorher hatten wir ein bisschen Querabwelle, war richtig hübsch. Haben es ruhig angehen lassen. Wenig Besegelung, damit wir erst mal so ein bisschen uns einsegeln können. Jetzt sind wir gleich unter der Brücke. Also, jetzt sind wir gerade durch den Fehmarnsund gefahren. Heißt, mit Fehmarnsund meine ich nicht nur die Brücke, sondern auch das Fahrwasser. Das sind so 10 Tonnenpaare, die dann jetzt in die Lübecker Bucht leiten. Und unser Plan ist jetzt, was man hier auch sieht, wir sind hier, da war der Sund, und jetzt fahren wir hier runter auf dem Kurs ungefähr, das sind also 50 Grad, ziemlich weit südlich. Und dann fahren wir hier, da muss man halt aufpassen wegen der Mole, das ist auch eine Kardinaltonne. Da fahren wir dann ungefähr dorthin zum Ankern. Wie beim letzten Mal sozusagen. Wie beim letzten Mal, genau. Für den den ersten Ankern, Tag. das kennen wir ja schon. Und da hinten kommt noch ein Squall. Genau. Coole ist, guck mal, da hinten ist der Blue Himmel.
Okay, wir sind jetzt im Wechselhund drin, weil es draußen doch jetzt angefangen hat zu winden. Ja. Und also mehr zu winden jetzt mal wirklich 30 Knoten auch auf dem Windmesser, den Böen. Genau, und jetzt haben wir das Segel runtergenommen, weil das jetzt auch nicht mehr so viel Sinn gemacht hätte, weil er voll ging an. Wir müssen jetzt für die letzten 1-2 Meilen. Und ich habe meine geliebte Kappe im Wasser verloren. Das tut mir schon sehr, sehr weh. Aber die habe ich echt gern gemocht und jetzt habe ich keine Kappe mehr. Wir finden wieder eine neue für dich. Und jetzt ist die Kappe weg. Ja. Aber ist cool hier drin. Und du steuerst jetzt von innen, oder? Genau, ich steuere von innen. Das ist eigentlich ganz nett, insbesondere heute. Wo dann doch so ein bisschen von vorne den Wind komplett hat und die Welle im Gesicht. Ja, und am ersten Tag und nach 8 Stunden Autofahrt und so geht man dann für die letzten Viertelstunde einfach noch rein und steuert die Karre von innen. Das ist echt nett. Ja. Cooles Boot, wirklich. Aber bevor wir aus Segel schön, muss man sagen. Mal gucken, da kommt tatsächlich noch einer unter Segel. Also es ist ein wunderschöner Morgen nach unserer Ankernacht. Wir haben momentan so ungefähr 20 Knoten Wind, in Böen so 25, Süd-Südwest und stehen passend dazu. Und wir hatten zwar eine ruhige Ankernacht, aber dann doch nochmal einen ziemlichen Aufreger. So, wir sind, nachdem wir ja die Nacht zur Ostsee durchgefahren sind mit dem Auto, sind wir dann ziemlich müde, so gegen 20 Uhr ins Bett gegangen und gegen 23:20 Uhr ging ein richtig fetter Alarm durchs Boot, so ungefähr von der Lautstärke, wie ein Feuermelder runtergeht oder ein Gas oder ein Rauch oder ein Feueralarm eben. Und sind wir rausgesprungen in der Nacht und geguckt, woran es liegt, und dann war das der Niedrigspannungsalarm von unserem Elektrobatteriesystem. Und der Grund war, wir hatten ja kaum Verbraucher eigentlich an, letzten Endes, dass davor das Landstromkabel einen Defekt hatte in der Marina. Das wurde dann ausgetauscht, aber der hatte wohl die Batterie eben auch schon länger keinen Landstrom mehr gesehen. Und nachdem wir das in der Nacht dann den Motor eine halbe Stunde laufen lassen und alle Verbraucher bis aufs Ankerlicht komplett runterreguliert haben, haben wir jetzt heute Morgen festgestellt, dass es ganz gut wieder funktioniert. Die Solaranlage mit, weiß ich nicht, um die 100 Watt liefert uns so 4-5 Ampere, und es reicht, dass wir momentan im Kühlschrank auf 0 rauskommen. Und jetzt wollen wir den restlichen Tag hier ein bisschen vor Anker verbringen, ein bisschen Dinge fahren, ein bisschen spazieren gehen, Kuchen backen und gucken, dass wir gut durch die nächsten Nacht abkommen. Morgen segeln wir weiter. Den ganzen Tag über hatte es einigermaßen viel Wind, so zwischen 20-25 Knoten, vielleicht auch mal 30 in Böen. Trotzdem hatten wir recht schönes Wetter, was sich aber immer wieder mit kleinen Squalls abgewechselt hat, in denen es dann auch geschüttet hat und man eigentlich nichts draus machen konnte. So haben wir die Zeit genossen und innen drin ein paar Spiele miteinander gemacht. Ich fahre mit dir, wirklich. Also, wir sind immer als... In einer kleinen Regenpause haben wir dann noch eine Dingi-Erkundungstour unternommen, von der wir aber trotz der Regenpause platschnass zurückgekehrt sind, weil die Wellen für das kleine Dingi doch sehr groß waren. Helfen? Weil es ja sehr windet und wir nicht losgefahren sind, haben wir gedacht, dass beim Ankerplatz ein Kuchen lecker wäre. Jetzt backen wir. Was für einen backt ihr? Ein Butterkuchen. Cool.
Und das Geschickte ist, wir haben jetzt gerade noch so einen tollen Messbecher gefunden, gell? Ja. Also, dann nimmst du das Mehl, genau. Und heute über den Tag kamen so verschiedene Wolken- und Regengüsse. Und jetzt sollen die durch sein und wir starten mit unserem Dingi, um einmal das Land zu erkunden, was es dort so alles gibt. Jetzt begaben wir uns das zweite Mal mit unserem Dingi auf Erkundungstour. Diesmal aber als Familie und ohne nass zu werden. Gerade zur Seite. Ich halte dir dann fest und dann kannst du schon übertreten. Okay? Alle fest. Alles klar. Alles klar, schon alle? Schön, gell? Simon ist ein ganz erfahrener Dingi-Fahrer. Ja. Ciao, Sirius. Schönes Wohl. Du kannst einfach nicht sitzen bleiben. Wir schaffen alles schnell. Das ist kein Problem. Wir treiben perfekt hin. Das hat er gut gemacht. Also jetzt haben wir uns mal in der kleinen Pause zwischen, hoffentlich kommt jetzt keiner, aber sonst zwischen zwei Squalls haben wir uns jetzt eine Pause gesucht. Und wir sind jetzt am Ufer. Und da hinten einfach dieses Salsa. Und hier ist halt auch so eine Mischung aus Gänsen und Enten, auf jeden Fall große Viecher. Das ist ganz schön, ganz ruhig hier. So, also jetzt liegen wir zwar noch immer in Großen Brode, aber jetzt geht es gleich los in Richtung Pöhl und Salzhaft. Heißt, wir fahren noch einmal in den Hafen rein, füllen unser Wasser auf, weil die nächste Nacht soll, so wie es möglich sein wird, eine Ankernacht wieder sein. Und dann fahren wir jetzt, wenn wir dort getankt haben, also Wasser getankt, fahren wir dann einmal über die Lübecker Bucht. Also wir haben Binnensee Großen Brode verlassen, haben die Segel hochgezogen, haben so etwa 12 bis 15 Knoten, mittleren Wind, in Böen so bis 20, die See ist glatt, sind jetzt auf einem Amwindkurs, so Amwind, Halbwind, haben knapp 7 Knoten Speed, haben es auch nicht so richtig Hammer getrimmt, damit nicht so viel Krängung im Boot ist und fahren jetzt ganz gechillten Kurs 140 Richtung Salzhaft. Bis dorthin sind es etwa 25 Seemeilen und bei dem Wetter ist natürlich das reinste Vergnügen, insbesondere mit diesem Boot. Liegt wie ein Brett auf der See. Total gechillt. Richtig schön. Was wirklich toll ist an dem Boot, wir haben jetzt schon ein bisschen Welle, jetzt nicht dramatisch, aber ich denke so 1 Meter auf jeden Fall und fahren einen Halbwind-Amwindkurs und dieses Boot taucht ohne jegliches Schlagen in diese Welle ein, ganz ruhig. Das ist
total angenehm. Was auch super ist, ich kann mit euch noch mitreden und ich bin ja noch bei euch. Aber hier zu sitzen ist viel geiler als es zum Beispiel, obwohl die Aphrodite ja auch ein super Boot war, als unten bei der Aphrodite im Salon. Toll. Weil da ist Auch man viel weniger seekrank, die Leute. Ja, da ist man gleich ausgelockt. Genau. Weil wenn es jetzt so wie jetzt ist, das ist ein bisschen, schon nicht so das Hammersegelwetter. Es ist wolkig, es hat ein bisschen Welle, es hat auch ein bisschen Wind. Alle sitzen auf derselben Höhe, können kommunizieren. Viel weniger Gefahr, dass jemand Seekrankheit bekommt. Einfach ein total schönes, sicheres Segeln. Und trotzdem Speed. Wir fahren jetzt 6,5 Knoten mit Vollzeug. An die 7 Knoten immer wieder ran, ist doch wunderbar. 35 Fuß, fertig. Flasch ist das Wetter mit so Alex. Total unglaublich toll. Ist jetzt draußen nicht so super, es nieselt, es hat Welle, es hat ein bisschen Wind. Ich sitze hier ganz entspannt auf diesem Chair. Ich habe die Daten vor meiner Nase, gucke vor allem, dass man das Segeln natürlich toll findet. Man guckt den Segel, man sieht oben den Windex, kann Segel anschauen, den kompletten Rundumblick. Ich kann unter der, selbst wenn der Fock durchschauen würde, jedes Objekt auf dem Wasser erkennen können. Mega gechillt. Ja genau, wir sind jetzt vor der Einfahrt in Salzach und wird nochmal recht spannend, weil die sehr, sehr dünn ist und man aufpassen muss, dass, weil auf der linken Seite Steine liegen, auf der rechten auch, dass man da durchkommt. Und wir versuchen jetzt noch reinzukommen, weil gerade haben wir eine regenfreie Pause erwischt und da hinten kommt dann der nächste Squall schon und dass wir auf jeden Fall mal die Einfahrt erwischen, weil danach können wir noch ein bisschen rumhängen, bevor wir dann ankern. Da freuen wir uns dann alle schon, wir werden dort sind, ein bisschen Teechen machen. Das wird, glaube ich, ganz schön. Naja, das hat ja nicht so geklappt. Dummerweise hat uns der Squall dann doch noch voll erwischt, gerade als wir beim Einfahren waren. Hat dann aber aufgehört und es war wirklich noch eine magische Stimmung, da durch die Kielung zu fahren. Oh, Voll schön, gell? Wahnsinn! Mega! Du siehst ja, wie hell es da ist, gell? Ja, was? Also wir sind jetzt in der Kielung, eine wunderschöne Passage. Hier drüben ist Wustrow und da ist Langenwader. 2 Naturschutzgebiete und wir fahren jetzt durch diese kleine schmale Passage namens Kielung und gerade ging voll das Squall runter, es hat gepisst ohne Ende, es war der Wind und alles richtig wild und jetzt genau in dem Moment, wo wir durch diese Passage fahren, geht die Sonne raus und da drüben sieht man diese Farben von diesem Grün, ein wunderschönes Naturschauspiel, wirklich toll. Und wir gucken mal darüber, wunderbar. Das ist jetzt der äußerste Punkt von Wustrow und das sieht echt toll aus mit den Vögeln da noch und den unterschiedlichen Blau-Grün-Schattierungen vom Wasser. Mama? Ja? Nichts. Ich habe nur Beverages von mir. Mama?
Oha, und jetzt kommen wir. Ja, das ist jetzt schon angenehmer hier drin. Haben es reingeschafft, haben einen Anker rein. Der hält jetzt und jetzt pisst es wirklich wie aus, weiß ich was. Okay, wir sind hier rein. Nach dem ganzen Regen am Tag wurde der Abend dann erstaunlich schön und wir hatten nochmal einen echt tollen Sonnenuntergang und konnten den Abend dort auch nochmal genießen. Und es war wirklich schön, nochmal so einen runden Tag dann zu haben und nochmal so einen schönen Abschluss vom Tag. Und das war's dann auch wieder für dieses Mal. Nächstes Mal geht's dann wieder weiter. Beim nächsten Mal haben wir dann das erste und einzige Mal auf dieser Tour Flautensegeln, was auch mal sehr schön ist, und genießen dann da noch einen tollen warmen Tag. Was aber nur die Ruhe vor dem Sturm war, vor dem Sturm Tiefkürsten, was wir dann in Pöhl, der Insel Pöhl in Kirchdorf im Hafen abwettern. Schwächt, sondern eher noch ein bisschen an Stärke zugenommen. Es läuft auch offiziell als der erste Herbststurm, obwohl noch Ende August erst ist. Bevor es dann bei sehr, sehr ruppiger See wieder gegen an zurück nach Heiligenhafen geht.